Hallo Leute und herzlich willkommen zum 7. Tag der IAE 2954. Heute stellt Drake Interplanetary seine Schiffe auf der Messe vor. Und zwar alle Schiffe, die wir bereits schon zur Invictus Launch Week gesehen haben. Ich verlinke es euch oben in der Ecke. Deswegen werden wir heute nicht so genau auf die Schiffe gucken, aber wir gehen mal in den Keller, in die Display Hall, denn da haben wir tatsächlich eine Neuerung, die für Drake demnächst angekündigt ist. Neben der ja schon länger angekündigten Kraken von Drake hat Drake in diesem Jahr auch für das kommende Jahr die Drake Ironclad angekündigt. Und die Ironclad ist so eine Art überbreiter und überschwerer Caterpillar, ein Transportschiff, das auch Trägerkapazitäten bietet. Aber da heute Drake-Tag ist, probieren wir doch mal was anderes Schönes mit Drake aus. Wir haben uns ja gestern die SRV ausgeliehen und wir schauen mal, ob die SRV in der Lage ist, eine Drake Caterpillar zu schleppen. So, wir sind in Position. Dann wollen wir mal sehen, ob wir die Caterpillar in Schlepptau nehmen können. So, wir sind zumindest verbunden. Und jetzt schauen wir mal, ob wir aus dem Hangar rauskommen. Please proceed to assigned landing bay. Oh, und da war die Caterpillar verschwunden. Gut, dann anderer Plan. Wir finden ein Schiff zum Abschleppen. Da haben wir eine RSI Constellation Andromeda. Die Schilde sind deaktiviert. Die sollten wir heben können. Jawohl, die haben wir am Haken. Und die Constellation folgt uns. Jetzt heißt es an Höhe gewinnen. Perfekt, und da haben wir auch schon Kurs auf die Raumstation Port Tressler und da wollen wir mal gucken, ob wir die Constellation dorthin verfrachten können. Wenn wir die Atmosphäre einmal verlassen haben, hält sich die Conny tatsächlich relativ stabil an unserem Traktorstrahl und dann ist auch die Steuerung nicht mehr so gar schwierig. Theoretisch sollte man jetzt mit dem Traktorstrahl sogar einen Quantensprung ausführen können. Probieren wir es mal aus. Am Haken hängt die Conny noch. Ja, wir sind bei der Station angekommen und haben die Conny noch am Haken. Hat perfekt funktioniert. So, und jetzt versuchen wir die Constellation auf einem der Landepads von Port Tressler abzusetzen. Und das möglichst ohne, dass sie uns überholt oder in den Rücken kracht. Und das dürfte es gewesen sein. Diese Constellation Andromeda haben wir an Port Tressler abgeliefert. So, da das ungefragte Abschleppen von Schiffen in Stanton illegal ist, haben wir uns mit der Aktion jetzt einen Crime Start eingefangen. Wir werden jetzt mal landen und gucken, was uns der Spaß gekostet hat. So, hier stehen wir vor der Administration von Port Tressler und vor der Tür haben wir hier auch schon direkt die Justizkonsole. Da können wir uns mal kurz anmelden. Und da sehen wir, für das illegale Abschleppen haben wir jeweils 32.000, also insgesamt 64.000 Alpha UEC Strafe zu bezahlen. Dafür haben wir
Das heißt nicht etwa 6 Stunden 23 Minuten Zeit, sondern tatsächlich 6 Tage 23 Stunden und 29 Minuten bzw. 31 Minuten. Wenn wir das in diesem Zeitraum von knapp einer Woche also nicht begleichen, dann wird diese Strafe auch hochgestuft und wir bekommen einen zusätzlichen Crime Start, der dann auf Level 3 geht, was definitiv nicht mehr abbezahlt werden kann, sondern nur noch mit einer Gefängnisstrafe beglichen werden kann. Wenn wir jetzt die 64.000 nicht hätten, könnten wir hier auch über den Button Surrender eine Gefängnisstrafe antreten. Aber das wollen wir nicht machen, wir wollen die 64.000 jetzt bezahlen. Nein. Jetzt ernsthaft? Oh nein, ich habe mich verklickt. Oh nein. So you're interested in our work release program? It's pretty simple, lots of fun. Oh nein. Tja Leute, was soll ich sagen? Willkommen in Clasher. Ich fürchte, das gibt dann wohl morgen kein Video von der Messe. Wir werden den Auftritt von Origin verpassen. Mit etwas Glück sehen wir uns am Samstag wieder, wenn Anvil seine Schiffe vorstellt. Bis dahin, euch einen guten Flug.